ich habe sehr früh bei uns zu substituieren begonnen und habe daher noch, also 6 Jahre in Salzburg, ich habe 2 Jahre Rosenkavalier, 2 Jahre Carmen und 2 Jahre Don Giovanni gespielt und die dazugehörenden Konzerte. Habe daher auch den Bernstein noch kennengelernt und ich muss irgendwie sagen, das kommt mir heute zugute, weil ich das Orchester so lang kenne. Also lieber Herr Froschauer, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben. Was mir ja nicht bewusst war oder nicht in dem Ausmaß ist, wie eng Ihre Familie mit Karajan assoziiert war. Ja doch, durch den Papa, weil da war eine große Wertschätzung. Der Papa hat die Chöre für den Herbert von Karajan vorbereitet. Und es gibt sehr nette Fotos von uns zu Hause, wo der Karajan so zu meinem Vater runter, also er steht neben ihm vom Podium, also vom Dirigenten Potesso, die Schulter auf meinen Vater legt und das ist sehr nett. Da war, wir haben den Karajan auch anders kennengelernt, wir, die Familie, weil wie meine Mutter gestorben ist, das darf ich vielleicht erzählen, hat er ein Telegramm geschickt. Also er hat durchaus Anteil genommen an unserer Familie, eben weil eine enge Freundschaft und Wertschätzung da war. Und also Karajan hat bei uns zu Hause immer einen besonderen Stellenwert gehabt und hat noch immer bis heute. Ja. Also die vielen Aufnahmen, ich höre mir vieles gern, seine französischen Sachen habe ich immer mit, ich habe noch CDs, aber die habe ich immer bei mir. Also das hat was ganz unglaublich dadurch, dass er das ganze Repertoire gekannt hat, den Ring, den Tristan. Und dann in einer kleineren Form hat er so faszinierend umgehen können damit. Auch die Walzer, also die Übergänge, ganz unglaublich. Ja, sehr schön. Gibt es da ein Stück, wo Sie sagen, das ist für mich das absolute Highlight von Karajan? Da gibt es so viele Stücke. Ja, schwierig. Also wenn ich da muss ich gleich sagen, der Daphnis und Chloe, der Aufbau am Anfang, wenn das immer wieder kommt, das Thema, und dann kommt es einmal, das ist schon, da sieht man, dass es ein Musiker ist, der unglaubliche Bögen spannen kann und schon am Anfang weiß, wo er hingeht. Ja. Also das ist nicht so jetzt noch einmal. Er kann das irgendwie unglaublich formen. Achte Bruckner, weil wir sie jetzt gerade spielen, da gibt es auch Videos mit unserem Orchester. Ja. Das ist faszinierend, einfach wie wenig er eine Spannung kreiert, die dann, also kaum, er bewegt sich kaum. Also man sieht nur seine Hände, aber ich denke mir das oft, wenn heute einer so mit uns arbeitet, wäre wieder so wie bei ihm. Ja. Aber auch mit dem Thielemann darüber gesprochen, weil er hat den Karajan gefragt, er hat um Rat gebeten, wie er Dirigent wird. Und der Karajan hat ihm gesagt, er soll lustige Witwe studieren und dirigieren. Und der Thielemann war völlig von den Socken, weil er geglaubt hat, ja, jetzt Achte Bruckner, Tristan, und der wollte was solches sagen. Und der Karajan hat gesagt, nein. Von der Pike auf. Von der Pike auf und Operette. Ja. Und der Thielemann, glaube ich, bis heute dankbar für den Titel. Ob er das aus Ulm vielleicht mitgenommen hat, schon der Karajan. Das kann sein, kann sein. Ja. Da braucht man wirklich Technik. Also und die vielen Retardanten, die einen Sänger auffangen, atmen lernen mit einem Sänger. Das sind alles Dinge, die der Karajan halt wirklich von der Pike aufgelernt hat. Und Sie haben mit Karajan auch gespielt, als Substitut schon? Ja, Substitut. Ich hab sehr früh bei uns zu substituieren begonnen und habe daher noch, also 6 Jahre in Salzburg, ich habe 2 Jahre Rosenkavalier, 2 Jahre Carmen und 2 Jahre Don Giovanni gespielt und die dazugehörenden Konzerte. Habe daher auch den Bernstein noch kennengelernt und ich muss irgendwie sagen, das kommt mir heute zugute, weil ich das Orchester so lang kenne. Also das heißt, die älteren Kollegen gut verstehe, aber natürlich auch die jüngeren, weil die Bedürfnisse sich sehr ändern bei uns, sehr stark. Aha, ja. Also Wie ist es so mit dieser Kontinuität im Klang? Das ist ja was sehr Wichtiges, gerade für die Streicher bei den Philharmonikern. Wie geht man an dieses Thema heran? Weil es muss ja mit Feingefühl passieren. Sozusagen. Genau, Tradition. Ich glaube, wir suchen uns schon bei den Probespielen die Leute aus, die klanglich zu uns passen. Und dann in der Probezeit wird sehr darauf geachtet, ob das Leute sind,
die sich da einbetten können in den Gesamtklang. Es ist ja nicht wichtig, dass man sich selber hört, sondern immer die ganze Gruppe, dass man sich da einbettet. Da war der Karian ein Groß, der hat sehr darauf geachtet. So. Dass sich die Musiker gegenseitig zuhören. Ja. Das spezielle Klänge, ich kann mich auch erinnern, ein Tremol beim Karian. Er hat gesagt, der muss so schnell der Bogen sein, dass man gar nicht mehr sieht, die Bewegung gar nicht so schnell. Dann ist ein gutes Tremolo. Ja. Und ja, das merkt man sich schon ein ganzes Musikerleben lang. Das heißt, es ist was vom Klang, den Karian sich gewünscht hat, noch im Orchester. Absolut. Ja? Absolut. Ich glaube, auch in den großen Opern Don Carlos, die er gemacht hat, da hört man schon, dass da... Ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich merke immer wieder in unserem Orchester, wo Komponisten die Stücke mit unserem Orchester gearbeitet haben. Das spürt man. Bei der AIDA, 1875 war der in Wien. Bei den Ringopern, man merkt, da war der Wagner, hat da im Haus Auszüge aus Götterdämmerung gemacht, das spürt man schon. Ich gehe noch einen Schritt weiter zurück zum Beethoven. Unser Orchester ist sicherlich gegründet worden, weil der Beethoven schwere Symphonien geschrieben hat. 1824 Uraufführung Beethoven 9. Symphonie, waren 2 Kollegen, die dann Gründungsmitglieder bei uns haben, in der Aufführung gespielt. Also die haben mitgebracht, wie der Beethoven seine eigene Musik gemacht hat. Und das ist halt schon diese unglaubliche Geschichte, auf die wir zurückgreifen können. Und da ist natürlich Karian sicher ein wichtiger Teil, weil das war ein Dirigent, der sehr viel eingebracht hat. Mhm. Es gibt Dirigenten, die sozusagen oben aufschwimmen und das benutzen. Und dann gibt es Dirigenten, die wirklich arbeiten und was formen. Und der Karian war sicherlich einer, der geformt und gearbeitet hat. Darf man nicht vergessen, der war auch ein Operndirektor bei uns. Wie viel der dirigiert hat. Ich meine, er war ein strenger Operndirektor, glaube ich. Ja. Also er hat sich natürlich dann wunderbar eingebracht. Ja, er war sicherlich einer von denen, die das Orchester verändert haben. Und was ich jetzt auch im Hinblick auf Ihren Vater und seine Arbeit, was ich immer wieder gehört habe, ist, dass er Stimmen sehr gut verstanden hat. Ja, er hat es verstanden, mit Stimmen zu arbeiten und das Orchester mit den Stimmen gut zu verbinden. Haben Sie das auch so empfunden? Das habe ich auch so empfunden und darauf hat der Thielemann so hingewiesen. Er hat gesagt, der Karian hat gesagt, man muss lernen, mit den Sängern zu atmen. Oder einen Sänger zu beobachten und sehen, oh, der kommt mit dem Atem nicht, da bin ich zu schnell oder da bin ich, und dann natürlich auch die Technik hat, das dann umzusetzen. Es nützt nichts, wenn ich jetzt sehe, oh, der tut sich schwer oder die tut sich schwer da und dann kann man es nicht umsetzen. Und das war schon auch beim Karian erstaunlich. Das weiß ich noch, er hat oft nicht sehr deutlich geschlagen oder so und dann plötzlich, wenn es drauf angekommen ist und er wollte was anzeigen, das war glasklar. Also der hat sich bewegt in einem gewaltigen Bandbreite, konnte einfach das alles abdecken. Ja, und auch offensichtlich selbst mit geschlossenen Augen kommunizieren mit dem. Ja, da habe ich auch ein interessantes Video von unserer ersten Reise nach Japan. Das war schon die zweite Reise nach Japan, ich glaube 59 war das. Japan, eine riesige Reise. Ja. Und da gibt es eine erste Brahms, wo der Karian wirklich, also er steht so und hat also die Augen ganz zu und es war interessant, weil so habe ich ihn ja nicht erlebt. Ich habe ihn schon erlebt mit den Augen offen und vielleicht war das eine frühere Phase, die er gehabt hat, wo er immer mit den Augen geschlossen hat. Aber es war toll, eine riesen Persönlichkeit. Ja, das hat man schon gespürt, wenn er bei der Tür reingekommen ist, habe ich mir sagen lassen. Ja, das hat man auch. Wenn der reingekommen ist, da war es schon einmal ruhig, da war es anders als bei den anderen. Was war denn das Erste, was Sie mit ihm gespielt haben? Können Sie das allererste, ich glaube, das war gleich Rosenkavalier, eine Vorprobe zu Rosenkavalier hier, oder waren es noch die Schallplattenaufnahmen hier im Haus. Und dann kann ich mich ganz deutlich erinnern, wie wir eben haben was übernommen von den Berlinern, da sind wir geflogen von Wien nach Salzburg und da war eine erste Brahms und die hat er in Wien geprobt, aber das war, weil ich habe es zum ersten Mal damals gespielt gehabt und er hat große Teile gar nicht durchgespielt. Er hat kurze Stücke und die wirklich intensiv geprobt, dass der Klang ist und den hat er eingestellt und das ganze Stück quasi zelebriert. Also natürlich für mich war das sehr schwierig, weil ich das noch nicht so gekannt habe. Wenn man ein Stück wie eine Brahms-Symphonie bei den Wiener Philharmonikern spielt,
da wird man getragen natürlich. Also heute würde ich es viel mehr genießen. Ich muss auch sagen, dass dieses ganze Umfeld um den Karian damals herum, der Muti zum Beispiel, der war mit meinem Vater dann bis zum Schluss jetzt befreundet und das war, die Freunde vom Karian, die haben sich irgendwie, das war was Besonderes, wenn man die dann untereinander gesehen hat. Wenn man dann Osava noch immer, ja, das ist einfach so eine Clique, die damals Thielemann, Welter Möst auch. Ja. Den Welter Möst habe ich zum ersten Mal hier gesehen. Da hat er die Lichtaufnahme, also er hat den Karian dargestellt, der Karian ist hinten gesetzt und bei den Kameraeinstellungen und gesagt, so, das wird damit so. er sich aus der Regie anschauen Genau, kann. genau. Er war da involviert, also auch. Ich meine, der wollte das alles steuern und hat das auch gut gemacht. Die ganze CD, die ganze Entwicklung, er war da immer ganz vorne dabei. Ja. Und Sie sagen ja auch, Sie reisen auch noch mit diesen CDs ganz gerne. Ja, ich hab's gern was in der Hand. Also ich habe einen CD-Spieler. Ja, aber die Karian-Aufnahmen sind immer noch dabei. Die habe ich immer da. Also diese eine französische Sache, da ist drauf La Mer, Nachmittag eines Faun, dann ist drauf der Daphnis und Chloe, das habe ich immer bei mir. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Danke. Herr Froschauer.